Hallo, heute ist Samstag, der 9. Januar 2021. Willkommen zurück zur Themenreihe rund um die toxische Maskulinität. Na, fragt ihr euch schon, wie viele Teile davon wohl noch kommen mögen? Ich mich auch. Naja, egal. Heute werde ich mir weiter anschauen, woher die Überzeugungen aus dem Reich der toxischen Maskulinität so kommen könnten und wieso sie so an den Geschlechterunterschieden fixiert sind. Dazu werde ich ein weiteres Mal Beispiele und Beobachtungen, die ich so gemacht oder selbst erlebt habe, rekonstruieren und Rückschlüsse auf die dahinterliegenden psychischen Mechanismen ziehen. Natürlich kann ich dabei nicht die Bandbreite aller Möglichkeiten abdecken. Fürs Erste möchte ich erstmal nur zeigen, wie es zu solchen Ergebnissen kommen könnte. Hinter diesen Verhaltensweisen, die wir landläufig als toxisch bezeichnen mögen, stecken schließlich immer auch Gründe und Geschichten. Diese Geschichten fußen teilweise auf längst vergangenen Geschlechtervorstellungen, das ist wahr, aber das hindert sie ja nicht daran, sich an mancher Stelle heutzutage immer noch zu äußern. Wie die letzten Male spreche ich auch heute wieder eine Triggerwarnung aus. Ich werde einen harten und verurteilenden Ton anschlagen und manches davon könnte als emotionaler Missbrauch gezählt werden. Auch sexualisierte Gewalt wird heute gestreift und ich werde Aussagen tätigen, die für Menschen, die so etwas erlebt haben, schwer auszuhalten, vielleicht sogar retraumatisierend sein könnten. Daher solltet ihr das Video nur weiterschauen, wenn ihr euch das auch zutraut. Zum Einstieg noch einmal die Zusammenfassung. Toxische Maskulinität erkennt man meiner Ansicht nach daran, dass die Leute ständig alle möglichen Dinge gendern in männlich und weiblich. Also auch Dinge, die nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun haben, wie die Art zu sprechen, Berufe, Tiere, wie jemand lacht oder Getränke. Und zweites Merkmal, alles in der weiblichen Kategorie wird als irgendwie weniger hochwertig angesehen als das in der männlichen Kategorie. Die männlichen Dinge, das sind die mit der höheren Schwierigkeitsstufe. Dinge, auf die es ankommt. Das Weibliche ist hingegen nicht so relevant oder wird eher belächelt. Wenn wir uns etwas allgemeiner ansehen, welche Merkmale die Dinge in der männlichen Kategorie so haben, dann finden wir dort Tugenden wie Stärke, Zähigkeit, Bedürfnislosigkeit und so weiter. Die Merkmale in der weiblichen Kategorie sind hingegen Sanftmut, Abhängigkeit, Bedürftigkeit etc. Das bedeutet also, Stärke wird als höherwertiger angesehen als Schwäche. Autonomie höherwertiger als Abhängigkeit und so weiter und so weiter. Die Geringschätzung des Weiblichen kann sogar so weit gehen, dass sie in einen regelrechten Hass gegen alles Weibliche und gegen Frauen insbesondere umschlägt. Wenn Frauen sich darüber beklagen, dass sie diskriminiert werden und daher besondere Unterstützung bräuchten, lehnen das Männchen mit solchen Überzeugungen regelrecht ab. Sie sind davon überzeugt, dass es umgekehrt ist. Eigentlich seien es die Frauen, die gegenüber den Männern ständig unfair bevorzugt werden. In meinen vergangenen Videos habe ich Privilegien genannt, die Frauen im Gegensatz zu Männern so innehaben. Das Privileg der Schwäche, das Privileg der Fürsorge und heute befasse ich mich mit dem Privileg des Schutzes. Ich sprach ja bereits davon, dass Jungs insbesondere früher dazu erzogen wurden, ihre Schwächen und ihre Verletztheit abzulegen und dass sie infolgedessen weniger bedürftig wirkten als Mädchen. Nicht nur das, sie galten auch als weniger sensibel, dafür eher angriffslustig und gemein. Wenn das einmal das Bild ist, was die Erwachsenen von den Kindern haben, dann geht das ganz schnell, dass sie Jungs und Mädchen auch unterschiedlich behandeln, selbst dann, wenn sie genau das Gleiche tun. Wann immer ein Mädchen weint, sind Erwachsene eher geneigt zu vermuten, dieses Mädchen hätte Kummer oder Schmerz oder jemand hätte ihr wehgetan. Ein weinender Junge erweckt beim Erwachsenen eher mal den Eindruck, einfach nur beleidigt zu sein. Oder vielleicht hat er sich auch gerade mit irgendwem geprügelt und dabei eins ausgewichen bekommen. Also das soll nicht heißen, dass Erwachsene das Verhalten immer so interpretieren, aber es gibt halt so eine Tendenz dahin. Wenn ein Mädchen und ein Junge zu einem solchen Erwachsenen gelaufen kommen und sich gegenseitig beschuldigen, geschubst oder geärgert worden zu sein, was vermutet ihr wohl? Was ist dessen erste Idee, wer hier Übeltäter war? Klar mag das in vielen Fällen auch so sein, dass die Jungs den Mädels eins auswischen. Ob nun in der Mehrheit der Fälle oder nicht, ist jetzt gar nicht mal entscheidend. Viel entscheidender ist, falls es mal umgekehrt gewesen ist und das Mädchen die Täterin war, muss der Erwachsene erstmal davon überzeugt werden. Der Standard sieht halt die umgekehrte Konstellation vor, dass der Junge der Übeltäter ist. Das ist quasi seine Rolle. Und Rollen, das hatten wir ja in den vergangenen Videos schon mal besprochen, sind wie Kaugummi am Schuh. Die wirst du so schnell nicht los. Die Menschen behandeln dich danach, welche Rolle du in ihren Augen inne hast und nicht, wie du dich tatsächlich verhältst.
Da kannst du dir noch so viel Mühe geben. Die Erwartung der Erwachsenen ist also schon mal voreingenommen und lässt sich dazu auch noch gezielt manipulieren. Wenn ein Kind besonders hilflos und wehrlos auftritt, ist der Erwachsene noch viel mehr geneigt, dieses als verletzlich zu erkennen. Genau das ist aber die Rolle, von der die Jungs immer ferngehalten worden sind. Wenn sie sich passiv und betont kindlich verhalten haben, also in die Regression fliehen wollten, dann wurde ihnen das unmissverständlich als etwas Schlechtes vorgehalten. Hör auf, so herumzuflennen, du bist doch kein Mädchen. Dasselbe Verhalten war Mädchen also offenbar erlaubt. Ja, es galt bei diesen sogar teilweise als süß und unschuldig. Im Ergebnis kann das dazu führen, dass andere den Mädchen gar nicht mehr zutrauen, dass sie auch mal etwas ausgefressen haben könnten, oder sie bringen es einfach nicht übers Herz, ernsthaft böse mit ihnen zu werden. Die Jungs, die dazu genötigt wurden, sich wie ein großer Junge zu benehmen, die hatten diesen Schutz nicht. Sie wurden auch eher zur Verantwortung gezogen und mussten dann für den Bockmist gerade stehen, den sie verzapft haben. Die Rolle des Unschuldslammes nahmen die Erwachsenen ihnen gar nicht erst ab. Na, wie würdet ihr das finden, wenn ihr selbst für jedes Vergehen den Arsch hinhalten müsstet, aber manche Mitmenschen nur einen herzzerreißenden Hundeblick aufsetzen brauchten und schon ist die Sache vom Tisch? Einfach nur, weil sie per Definition als Tatverdächtige rausfallen. Die große Erzählung läuft also darauf hinaus, dass die Mädchen kein Wässerchen trüben können und Jungs ständig Unsinn verzapfen. Wenn die beiden Parteien mal aneinander geraten, dann sind es die Mädchen, die von den Jungs angegriffen werden. Dieses Erwartungsbild setzt sich ins Erwachsenenalter noch fort. Dabei ist diese pauschale Vorwegnahme der Täterschaft eigentlich ein enormes Machtinstrument. Ein Schrei der Frau genügt und der Mann hat schon mal ein Problem, egal ob er tatsächlich etwas getan hat oder nicht. Selbst wenn sich hinterher herausstellt, dass er unschuldig ist, das Bild, was wir von Männern haben als potenzielle Täter, wurde bestätigt. Der freigesprochene Mann verwandelt sich dann in der Wahrnehmung so mancher Mitmenschen schnell mal zum freigesprochenen Täter und er kann absolut nichts dagegen tun. Das ist ein Machtinstrument, das die ganze Existenz von Menschen niederstrecken kann. Zumindest theoretisch. Praktisch macht kaum eine Frau Gebrauch von diesem Machtinstrument, aber es ist schon vorgekommen und es hat in dem Leben der betreffenden Männern eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Dieses Machtinstrument kann aber auch im Kleinen angewendet werden, beispielsweise indem der Mann nicht mehr ehrlich aussprechen darf, was er wirklich so denkt, weil dieser ansonsten die Gefühle der Frau verletzen könnte. Gewissermaßen wird er dazu angehalten, die Welt vor bestimmten Teilen seines Wesens zu verschonen. Das kennen wir bereits aus früheren Erziehungsgeschichten, wo der Junge ja auch von den Eltern dazu genötigt wurden, bestimmte Teile seines Wesens zu unterdrücken. Diese gefilterte Version, die er dann noch von sich gezeigt hat, die nennt man ja auch ein falsches Selbst. Genau das wird jetzt wieder von ihm verlangt. Bevor er also irgendetwas sagen kann, muss er zunächst eine innere moralische Instanz befragen, ob diese Wortmeldung akzeptabel ist oder nicht. Wenn Männer früher unter sich waren, dann haben sie gern mal derb vom Leder gezogen. Der Ausdruck "es sind Frauen anwesend" galt als geflügelte Aufforderung, sich jetzt mal zusammenzureißen und das Herz nicht zu sehr auf der Zunge zu tragen. Gewisse Anwesende könnten sich sonst verletzt fühlen. Das war nämlich wiederum die Rolle, die den Frauen angeheftet wurde. Die Rolle des wehrlosen Sensibelchens. Die Männer legten sich also einfach konstant einen Maulkorb an, weil sie ihr zerbrechliches weibliches Gegenüber schonen wollten. Oder weil man das von ihnen einfach so erwartet hat. Es interessierte die damalige Gesellschaft gar nicht, warum die Männer so einen anderen Ton anschlugen, wenn sie mal unter sich waren und was wohl hinter all dem stecken könnte. Wichtig war nur, dass den zart beseiteten Damen die Rüpelhaftigkeit nicht zugemutet wurde. Die Idee, dass der Maulkorb währenddessen auch eine Art Zumutung sein könnte, spielte offenbar keine Rolle. Geschützt werden mussten offenbar nur die Frauen. Am Ende dieser Gedankenkette kann man das also so sehen. Auf Gefühle und die eigene Sensibilität zu referenzieren, das ist ein Machtwerkzeug, um die Welt nach der eigenen Pfeife tanzen zu lassen. Leute, die davon Gebrauch machen, geben zu, dass sie es nicht gebacken bekommen, sich einfach selbst um das zu kümmern, was sie haben wollen. Sie lassen sich stattdessen ohnmächtig zu Boden sinken und andere gutgläubige Idioten müssen ihnen dann zu Hilfe eilen. Wer da rücksichtsvoll auftritt und Entgegenkommen anbietet, der will ja förmlich verarscht und ausgenutzt werden.
Auf diese Einladung kommen wir doch gern zurück. Vielleicht ist das ein Grund, warum Menschen mit toxisch-maskulinen Überzeugungen mit den Schwachen, Hilfsbedürftigen, aber auch mit den Hilfsbereiten nicht gerade zimperlich umgehen. Auch Menschen, die zum Opfer von irgendetwas werden, die werden in so richtig hardcore-toxischen Kreisen gern mal heruntergeputzt. Das mag auch daran liegen, dass die ihre eigene Opferrolle aus der Kindheit schlicht verleugnet haben, siehe Identifikation mit dem Aggressor. Es könnte aber auch sein, dass sie vor allem die Macht sehen, die ein Opfer über seine Mitmenschen hat, wie ich eben beschrieben habe. Es zeigt mit dem Finger auf einen Menschen und dieser verwandelt sich auf magische Weise in einen Täter, den man jagen und verurteilen kann. Niemand sonst hat so eine Macht. Obendrein kann sich ein Opfer umsorgen und gesund pflegen lassen. Es klingt erst einmal abwegig, aber wer seinen eigenen Schmerz stets in Blitzgeschwindigkeit ins Unbewusstsein verdrängt, aber dem stets Fürsorge verwehrt blieb, für den klingt Opfersein nach einem Ticket in die Wellness-Oase. Menschen kümmern sich um sie, sind nett zu ihnen, tragen ihnen das Essen ans Bett, reden mit ihnen und beschützen sie. Ein großes Bohai, um die betreffenden Personen in ihrer eigenen Untätigkeit und Passivität nur noch weiter zu unterstützen. Stattdessen sollte man zusehen, dass diese Personen schnellstmöglich wieder auf die Beine kommen und nicht fortwährend auf Kosten der anderen herumlümmeln. Ich weiß, das klingt hart und gnadenlos. Die Straftaten oder Unglücke selbst, die diese Menschen überlebt haben, also gerade das Trauma, das sie vielleicht noch jahrelang quält, genau das ist der blinde Fleck der Menschen, die so verurteilend sprechen. Anstatt dieses Leid zu sehen, spielen sie alles herunter, so wie sie ja ihr eigenes Schicksal auch verleugnen oder kleinreden. Wenn Sie so geringschätzig auf das Schicksal eines anderen Menschen blicken, dann ist es nicht nur die Realität, die Sie verurteilen, es ist auch Ihr eigenes weinendes, kindliches Ich, auf das Sie mit Verachtung schauen und dem Sie zuraunzen, was Sie vielleicht selbst immer zu hören bekommen haben, nämlich: Stell dich nicht so an. Menschen mit toxisch-maskulinen Denkmustern wurden als Kinder aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor Misshandlung oder Diskriminierung geschützt. Da niemand für sie da war, haben sie gelernt, sich selbst auch nicht auf die anderen zu stützen oder zu verlassen. Sie entwickelten vielleicht einen distanzierten Bindungsstil und kümmerten sich um ihre Bedürfnisse lieber selbst. Sie schützten sich selbst, indem sie sich abhärteten, körperliche Stärke antrainierten und selbstbewusst inszenierten oder indem sie zum Mitglied einer wehrhaften Gruppe wurden. Andere Menschen, die das nicht tun und vielmehr schwach auftreten oder Teil einer schwachen Gruppe sind, die versäumen es einfach, ihren eigenen Teil zu ihrem Schutz beizusteuern. Genauso wie Frauen, die mit einem zu kurzen Kleidungsstück auf die Straße treten. Sie alle heulen stattdessen nur nach der Hilfe anderer Menschen, wenn sie dann was aufs Maul kriegen oder sexuell belästigt werden. Klar, wenn man natürlich auch so erzogen worden ist, dass man dann dauernd hirnlos in alle möglichen Schwierigkeiten hineinrasseln kann und anschließend in Watte gepackt und wieder aufgepäppelt wurde, dann hat man überhaupt keinen Grund, sich beim nächsten Mal nicht wieder genauso dusselig anzustellen. Bei denen hilft doch nur noch Lernen durch Schmerz, damit sie endlich kapieren, dass sie nicht immer die Gesellschaft für ihren Leichtsinn und ihren riskanten Modegeschmack gerade stehen lassen dürfen. Victim Blaming nennt man das heutzutage, wenn bei einer stattgefundenen Straftat nicht der Täter zuerst belangt, sondern zunächst ein kritischer Blick in Richtung Opfer geworfen wird. Diesem wird dann jeder noch so kleine Fehler unter die Nase gerieben. Selbst schuld, wenn du dich so verhältst. Den absoluten Gipfel der Erbärmlichkeit bilden allerdings Menschen, die nicht nur darin versagen, sich um ihren Selbstschutz zu kümmern, sondern die stattdessen eine Kaskade von Sensibilitäten kultivieren und gut sichtbar für alle vor sich hertragen. Als ob sie sich ein regenbogenfarbenes Fadenkreuz auf ihre Stirn malen würden und daneben die Einladung: Treten Sie ein! Anstatt sich gegen die Herausforderungen der Außenwelt abzuhärten, machen sie das verfickte Gegenteil, bis schon die einfache Realität für sie eine derartige Zumutung wird, dass diese mit Triggerwarnungen vor ihren zarten Gemütern ferngehalten werden muss. Wenn dann irgendeiner ihrer zahlreichen Verletzlichkeiten berührt wird, was bei diesem Tretminenparcours praktisch unvermeidlich ist, dann werfen sie sich dramatisch zu Boden wie ein Jungfrauenopfer. Diese zur Schau gestellte Schwäche weckt in abgehärteten Einzelgängern vielleicht ein herablassendes Lächeln oder sogar regelrechten Hass. Hier will jemand einfach nur nicht für sich eintreten, sondern steht vielmehr drauf, wenn sie sich zurücklehnen und andere um sich kümmern lassen. Das muss ja so schön sein, dass es einen regelrechten Kampf darum gibt, wer denn nun die meisten und die aller schlimmsten Empfindlichkeiten hat, auf die von allen natürlich am meisten Rücksicht genommen werden muss. Auch dafür gibt es einen Begriff: Opferolympiade.
Der Wettkampf für jene, die nichts können, außer herumheulen und aggressiv Unterstützung einfordern. Also ihr seht, ich zeichne hier ein Bild von Menschen, die Eigenverantwortung nicht nur groß schreiben, sondern das als ihr Lebensmantra nehmen, das sie auch anderen nahelegen, nämlich kümmer dich, werd selbst aktiv. Alles, was bei diesem Unterfangen im Wege ist, wird weggeworfen, selbst wenn es sich um völlig legitime Formen des menschlichen Ausdrucks und Empfinden handelt. Das Bedürfnis nach Liebe, Nähe, Anerkennung zum Beispiel oder einfach die persönliche Freiheit, einen kurzen Rock zu tragen. Es ist eine seltsame Art, sich in der Welt zu bewegen, als gäbe es keine staatlichen Institutionen, keine Krankenhäuser, kein Gesetz, keine Hilfe und kein Recht. Höchstens das Recht des Stärkeren. Vielleicht bieten meine Beschreibungen eine mögliche Erklärung dafür. Wenn jemand immer allein gelassen oder für seine Bedürfnisse verstoßen worden ist, dann kann es ihm schon mal so vorkommen, als wäre er auch alleine auf der Welt und müsste sich stets autonom versorgen. Gekümmert wird sich ja immer nur um die anderen. Selbst haben sie diese Versorgung nicht oder nicht ausreichend vorgefunden. Und anstatt sich wütend gegen jene zu wenden, die dafür verantwortlich sind, stimmen sie diesen vielmehr zu und tun so, als hätten sie selbst auch gar kein Bedürfnis nach Nähe, Zugehörigkeit oder Geborgenheit. Wann immer sie in diesen Grundbedürfnissen einen Mangel leiden, fressen sie das lieber in sich hinein oder halten es einfach tapfer aus, anstatt darüber zu sprechen. Leiden macht handlungsunfähig und passiv, ist also nutzloser Ballast. Wozu soll Weinen denn gut sein? Was nutzt es mir, mich von Worten anderer verletzen zu lassen? Ja, nichts natürlich. Also kann das ja weg. Alles am Menschsein, was irgendwie im Weg ist, wird abgeschnitten. Um zu funktionieren, ist diese Strategie super. Wem Funktionieren als alleinige Beurteilung für irgendeine Strategie genügt, der wird in dieser pragmatischen Sichtweise nur Vorteile finden. Andere, die von einem Ereignis erst einmal geschockt sind oder verletzt oder verschnaufen müssen und sich Hilfe bei ihren Mitmenschen suchen, die sind im direkten Vergleich natürlich nicht so schnell wieder auf den Beinen. Drum erscheint deren Strategie auf kurze Sicht erst einmal unterlegen. Auf lange Sicht zehrt diese Kümmer-dich-Strategie aber auch enorm an den eigenen Reserven. Geht denen nämlich irgendwann mal ihr Wille oder schlichtweg ihre Energie aus, dann wird sichtbar, welch einen Raubbau sie an sich betrieben haben und wie fertig sie mit der Welt sind. Ihre Flucht in die Aktivität ist also ihre größte Stärke und gleichzeitig auch ihre größte Schwäche. Das Credo des heutigen Tages besteht also darin, dass die betreffenden Menschen erneut ihr Heil in der Autonomie suchen. Verletztheit und Schwäche wurde ihnen nicht zugestanden, ebenso wenig wie Halt oder Geborgenheit. Also erwarten sie das irgendwann auch nicht mehr und kümmern sich lieber um alles selbst. Das bedeutet auch, dass sie für ihren Schutz selbst sorgen und lieber wehrhaft dominant auftreten als zu empfindlich oder zu schwach. Menschen, die zu empfindsam sind, um die Widrigkeiten des Lebens auszuhalten oder die verletzte Gefühle ins Feld führen, die werden nur streng an ihre Eigenverantwortung erinnert. Generell sind Gefühle nur das Einfallstor für Verletzungen, die vermieden werden könnten. Wer damit herumhantiert und auf seine eigene Verletztheit verweist, der hat dieses Einfallstor einfach sperrangelweit offen stehen gelassen und seine Selbstverantwortung damit sträflich vernachlässigt. Ein Versagen, das eher mit Strenge quittiert werden sollte, anstatt mit Nachsicht und Hilfe. Das endet darin, dass sie nicht viel Mitgefühl für die Unglücke anderer übrig haben, so wie ja früher auch kaum jemand Mitgefühl für ihr Leid übrig hatte. Von daher passt das ja auch wieder. Toxische Maskulinität tut sowohl den Menschen selbst als auch ihren Mitmenschen immenses Unrecht. Sie reduziert den Menschen darauf, dass er zu funktionieren hat und wie viel unnötigen Wartungsaufwand er produziert, um wieder zu funktionieren. Wer Menschen aber nicht nur als Rädchen in einem Getriebe sieht, sondern als soziales Wesen, der sieht vielleicht auch eher, wie sehr die Menschen sich seelisch selbst verstümmeln, wenn sie so agieren. Anteilnahme und Anerkennung von anderen, Hilfe, wenn man ein Unglück erlebt, versorgt werden, wenn man am Boden liegt und selbst die persönliche Entfaltung. Das sind keine Privilegien der Verwöhnten, sondern das sollte zum Grundrecht aller Menschen gehören. Unrecht ist nicht, wenn jemand davon Gebrauch macht, sondern wenn jemandem diese Rechte vorenthalten werden. Wenn sie sich genötigt sehen, jeden ehrlichen Affekt der Verletztheit oder Bedürftigkeit in sich niederzuringen, einfach nur, weil dieser keinen Nutzen hat. Das Menschsein selbst wird hier entwertet. Dramatisch, ja. Aber so ist das eben. Ja. Zum Menschsein gehört halt mehr als nur zu atmen und zu funktionieren und am Leben zu sein. Dieser ganze wertlose Rest, ja, der gehört halt mit dazu. Und natürlich
haben nicht alle Menschen, die Überzeugungen aus dem Reich der toxischen Maskulinität haben, genau daher ihre Überzeugungen. Wie immer lege ich halt hier nur so dar, was ich beobachtet habe. Und bei anderen können ähnliche Überzeugungen ja auch ganz andere Gründe haben oder insgesamt können auch die Überzeugungen nicht ganz so ausgeprägt sein. Wie so oft sind Menschen halt viel variantenreicher und auch die Toxizität selbst ist ja nicht zuletzt auch eine Frage der Dosis. In diesem Sinne wünsche ich euch heute dramatische Grüße oder so. Bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnutz. And a rock feels no pain, and an island